ist Aline und ich bin heute an der Track Day Academy, weil das für mich einfach so das ultimative Freizeitfeeling ist. Man hat Adrenalin, Sport, man kann alles vergessen. Und dadurch, dass man so ein gutes Coaching hat und eine Begleitung an diesen Rennstreckentagen, kann man sich an Rennsport schrittweise antasten, gewinnt Sicherheit und kann sich laufend verbessern. Für mich einfach so der ultimative Inhalt von Spass und Freude und gleichzeitig sportliche Verbesserung. Wir wollen die Leute anführen auf die Rennstrecke. Heutzutage gibt es viele, die kaufen ein Auto, ein schnelles Strassenauto und haben das Gefühl, ja, mit dem schnellen Auto kann ich auch schnell fahren. Das ist bei weitem noch nicht so. Man muss auch eine gewisse Erfahrung haben. So ein Auto muss richtig bewegt werden, sonst kann es schnell zu einer gefährlichen Situation kommen. Und für das haben wir die Stage 1, 2 und 3 entwickelt, wo wir probieren, die Leute über die Basics zuerst anzuführen auf der Rennstrecke und eben ein Auto mal richtig bewegen, technisch richtig bewegen. Und dann einfach Schritt für Schritt weiter, wird dann immer schneller, die Rennstrecke wird schneller, das Umfeld wird auch schneller. Auf einmal fährt man mit anderen Leuten in der gleichen Klasse rein. Das muss auch gelernt sein, weil man muss ja auch den Überblick haben. Das heisst, in dem Moment den Überblick haben, dass man eben auch mit sich selber schon so weit ist, dass man nicht immer muss denken, da ist jetzt der Bremspunkt, sondern es sollte eigentlich alles aus dem Unterbewusstsein stattfinden. Dann hat man auch Zeit, um zu schauen, was um einen herum passiert. Das Ziel ist eigentlich für uns, dass man wirklich den Leuten Sicherheit vermitteln können, dass sie ein Auto auf der Rennstrecke können, schnell, sicher und auch in dem Sinne materialschonend bewegen. Ich habe Track Day Academy initial nicht gekannt und dann hat ein guter Freund von mir Track Day Academy mir empfohlen und ich war von Anfang an total begeistert gewesen, weil es ist immer super organisiert, es sind nicht sehr viele Fahrzeuge auf der Strecke, man kann sich schrittweise verbessern, es fängt an mit Stage 1, wo man wirklich Technikübungen macht, also auch Slalomfahrt, lernt, wie fährt man, wenn es nass ist, rund Theorieeinheiten vom Rennsport kennen und dann kann man sich weiter steigern auf ein bisschen grössere Rennstrecken, wo man ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit das kann anwenden und am Schluss jetzt auf einer grossen Rennstrecke wie Hockenheim heute kann man die Skills, die man eigentlich initial bei niedriger Geschwindigkeit gelernt hat, auch perfekt anwenden und ist so eigentlich immer im sicheren Bereich. Ich hatte nicht den klassischen Einstieg. Ich bin tatsächlich mit Stage 2 eingestiegen und nicht mit Stage 1, weil ich vorher schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe dann aber erfahren, dass es auch den Stage 1 Kurs gibt und obwohl ich schon ein bisschen Rennstrecke-Erfahrung hatte, bin ich nachher noch in Stage 1 gegangen und ich würde das wirklich allen Leuten empfehlen, auch wenn man schon Erfahrung hat. Es ist einfach gut, Technik nochmal zu lernen, nochmal an sich zu arbeiten, nochmal die ganzen Slalom-Übungen zu machen. Und bin dann nachher in Stage 1 und dann in Stage 3. Also ich habe alle Stages gemacht und ich bin immer noch von allen begeistert und mache immer noch alle 3 Stages, obwohl ich jetzt schon mehr Erfahrung gesammelt habe. Sie hat einen extremen Schritt gemacht. Ich kenne sie jetzt plus minus genau ein Jahr, als sie bei uns mit der Academy angefangen hat. Sie war auch ein Quereinsteiger, der aber eigentlich schon quasi ohne Erfahrung in Stage 3 gekommen ist. Und ich habe ihr empfohlen, Stage 1 zuerst zu machen, nachträglich. Hat dann alle Stages gemacht, von 1, 2 und wieder das 3. Und wenn ich schaue, die Entwicklung, die sie jetzt gemacht hat, war beeindruckend. Also das ist für mich ganz sicher nicht mehr die gleiche Person gewesen, fahrerisch, wie sie vor einem Jahr war. Sie hat einen extremen Schritt gemacht. Das spürt man auch, wenn man rein sitzt. Man sitzt nebendran und man merkt, man fühlt sich eigentlich sicher. Und das ist auch immer ein Zeichen, aha, okay, die können das richtig umsetzen. In dem Moment, wo es vielleicht nicht sicher sich anfühlt, dann ist es eben auch nicht sicher auf der Rennstrecke unterwegs. Sie hat einen extremen Entwicklungsschritt gemacht, sehr beeindruckend. Also ich war überrascht gewesen, wie schnell sie hat natürlich nebst unseren Stages noch andere Fahrkurse nachher gemacht, aber ich bin überzeugt, die Basics, die wir ihr mitgegeben haben, hat ihr sicher geholfen. Stage 1, weißt, wenn man so hört, wenn man schon auf der grossen Rennstrecke ist und dann hört man so, ja, linear, eine kleine Rennstrecke und viele Leute aus dem Rennsport haben gesagt, ja, aber was willst du jetzt in linear? Oder? Und ich habe gefunden, nein, ich habe als Kind Leistungssport gemacht und ich habe wirklich im Hinterkopf gehabt, Technik ist einfach das Wichtigste. Man muss Basics beherrschen und dann kann man sich steigern. Und der Marcel hat dann auch gefunden, hey, mach doch mal Stage 1. Man kann auch dort etwas lernen und es hat auch im Stage 1 wirklich gute Fahrer, die auch Rennen fahren und immer noch in Stage 1 gehen. Ich bin in Stage 1 gegangen und bin total begeistert. Ich wollte das jedes Jahr machen, weil es ist am Saisonanfang bin ich gegangen und habe wirklich wieder für einen Saisonstart das Auto wieder gespürt, die Technik nochmal verbessert, die Lenkung, die Bremsung, wie das Auto reagiert und man kann wirklich auch bei niedriger Geschwindigkeit Technik verbessern. Also ich bin ein totaler Fan von Stage 1 und ich würde es auch erfahrenen Fahrern empfehlen. Also es macht mega Spaß. Ja.
Was müsste sich ändern, dass mehr Frauen mehr im Motorsport sind? Mädchen sollen sich das auch zutrauen. Also Mädchen sollen sich zutrauen, dass sie das auch können, dass sie bei dieser Geschwindigkeit fahren können, dass sie gleich schnell sein können wie die Männer. Es müsste sich ändern, dass es halt eben mehr Frauen gibt. Jetzt gibt es ja auch ein Rennteam, die Iron Dames, oder es gibt auch mehr junge Frauen im Rennsport oder auch ich, die jetzt hier bin und fahren. Also wie Vorbilder oder wo man sieht, hey, die können das auch. Selbstbewusstsein, das die Frauen einfach auch entwickeln müssen. Ich kann hier mitheben und ich bin genau gleich gut wie die anderen. Also ich denke, es braucht Vorbilder, was immer mehr gibt, auch im Rennsport, auch bei den jüngeren Kategorien, was immer mehr Mädchen gibt. Und es braucht den Mut von der Frau, einfach anstehen zu sagen, wir können das auch, wir machen das auch. Ich habe so mein Auto so ein bisschen pink angemalt, dass es wie auch nochmal ein Statement ist, dass man von weitem sieht, dass die Frauen hier auch vertreten sind. Der Marcel hat mir auch mega geholfen. Also ich bin beeindruckt natürlich von seinem ganzen Werdegang, aber auch im Coaching von seiner ruhigen Art. Ich finde es super, er sitzt neben einem im Auto und hat eine unglaublich beruhigende Art. Er gibt eine unglaubliche Sicherheit und er analysiert die Fehler, die man macht, die technischen Fehler, unglaublich gut. Er schaut es sich zuerst mal an, dann gibt es eine Pause, dann bespricht man alles, dann sagt er, an was man arbeiten kann. Und so haben wir uns schrittweise entwickelt. Oder? Wir haben jetzt so viele Trackdays schon zusammen gehabt, dass wir jedes Mal etwas anderem arbeiten können und weiter aufbauen können. Und meine Erfahrung hilft einem extrem, dass man einfach die Skills schrittweise aufbauen kann. Ich meine, es hört nie auf, man wird nie perfekt fahren. Aber bei jedem Trackday, den ich mit ihm hatte, haben wir wieder etwas Neues aufgenommen, wo wir daran arbeiten. Und auch heute Thema Bremsen haben wir schon seit dem Anfang. Es ist besser geworden, aber immer noch so, dass wir laufend das verbessern können. Das Team von der Sportec wirkt auf mich frisch, innovativ, motiviert, jung. Es macht mega Spass zu sehen, was die für eine Begeisterung für den Motorsport haben und auch an die Leute bringen. Und man merkt richtig, dass ihr wirklich alle in diesem Thema drin seid, dass ihr begeistert seid, dass ihr wie auch für das brennt. Und die Begeisterung finde ich unglaublich faszinierend und das reißt mich dann wie auch so ein bisschen mit. Ich habe auch viele Highlights mit den Sportec-Mitarbeitern. Ich muss mir überlegen, ein einzelnes Erlebnis. Also ich habe immer wieder, jedes Mal, wenn ich nur das Auto zu euch bringe, es empfehlen einem alle mega freundlich, es sind mega gute Vibes, man wird wahrgenommen, also man hat wirklich auch das Gefühl, man kennt sich gut, ihr habt Freude, dass man kommt. Und auch mit dem Design von meinem Auto, was sich immer wieder ändert, haben wir auch immer wieder darüber geredet und Feedbacks bekommen. Man fühlt sich wie so als Teil von der Familie und das schätze ich extrem. Das Thema Göpp ist immer wieder etwas, was so ein bisschen im Kopf herumschwirrt. Ich für mich natürlich, irgendwann möchte ich sicher mal in einem Göpp-Fahrzeug auch sitzen, das gehört wie auch ein bisschen dazu. Ich habe für mich so ein bisschen definiert, ich werde mir jetzt noch so ein paar Jahre in meinem Auto geben. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich in das Göpp-Fahrzeug sitze. Erfahrung, Training, Technik, Selbstbewusstsein, das ist das Ziel, dass man dort hinkommt. Runde um Runde, Stunde um Stunde im Auto, auf der Rennstrecke Vertrauen sammeln, Technik verbessern, das Auto lernen kennen, sich selber auf der Rennstrecke lernen kennen und hey, wie in jedem Sport. Ich meine, viele Leute, das ist ja noch spannend, viele Leute denken Motorsport, ja, jeder kann Auto fahren, ich sitze ins Auto und gebe Gas. So ist es überhaupt nicht. Rennsport ist extrem technisch und es braucht extrem, wie in jedem anderen Sport, es braucht extrem viel Übung, es braucht Stunden auf der Rennstrecke, es braucht Stunden im Auto, Erfahrung, Technik, Übung, Selbstvertrauen und dann kommt das Göpp-Auto. Der Unterschied von der Sportec Trackday Academy zu anderen Rennsportanbietern ist sicher, dass ihr immer fixes Coaching dabei habt. Und das ist mir extrem wichtig. Ich will unbedingt an Trackdays, was ein Coaching hat. Weil wenn ich für mich einfach fahre auf der Rennstrecke, habe ich das Gefühl, ich verbessere mich nicht und ich will ja unbedingt weiterkommen in diesem Sport. Und was wirklich mega cool ist, ist, dass der Marcel und heute auch der Ethan einfach wirklich immer dabei sind. Das Coaching ist inklusive. Es hat super gute Mechen, die immer zum Auto schauen. Also ich kann den ganzen Tag mich aufs Fahren fokussieren und muss nicht einmal überlegen, ob der Reifendruck gut ist, ob irgendetwas ist mit der Bremse. Ich weiss jedes Mal, ihr schaut das Auto an, ihr schaut, ob die Bremsen noch gut sind. Und ich kann mich total und zu 100% aufs Fahren konzentrieren und es ist einfach für alles gesorgt. Ich weiss, wenn ich hier ankomme, ich kann fahren, ich kann mich verbessern und für alles ist einfach gesorgt und ich fühle mich mega sicher, jetzt, wenn ich mit euch auf Trackdays komme.
Das Ziel der Sporttech Track Academy ist wirklich Leute wie ich, die bis vor ein paar Jahren noch völlige Rookies waren im Rennsport und wirklich wenig selber Skills oder Ahnung vom Rennsport anzuführen an Rennsport. Weil ich denke immer noch, der Rennsport ist für viele Leute noch so etwas Unerreichbares oder etwas, wo man sich nicht getraut, was einen grossen Schritt braucht, reinzukommen. Und ich finde, die machen das mit der Track Day Academy mega gut, dass man einfach wirklich schrittweise das aufbauen kann und dass eben auch Leute wie ich, die initial wenig Ahnung haben, sich schrittweise antasten und verbessern, holen die Leute richtig ab, dass man vom normalen Strassenautofahrer am Schluss zu einem doch einigermaßen erfahrenen Rennstreckenfahrer werden kann. Mein Ziel, wie in allem im Leben, ich bin sehr eine ehrgeizige Person und mein Ziel ist, mich laufend zu verbessern, bei jedem Trackday etwas dazulernen, bei jedem Trackday besser zu werden. Also nicht bleiben stehen, sondern eigentlich wirklich Schritt für Schritt sich zu verbessern und das kann ich da extrem gut, dass es immer ein Coaching hat, dass ich den Marcel jetzt auch schon gut kenne und er auch schon ein bisschen weiss, was ich gut kann, was ich noch nicht so gut kann und somit auch heute. Das ist ein mega cooler Trackday, ich habe ultra viel gelernt, ich habe mich super gefühlt im Auto und gleich kann ich weiter Verbesserungen machen, die ich auch jetzt bei den nächsten Trackdays wieder mitnehmen kann. Ich möchte Sporttech danken, dass ihr die Trackday Academy ins Welt gerufen habt. Ich finde es auch cool und macht unbedingt so weiter. Ich komme auch die nächsten Jahre sehr gerne mit euch mit.